Wer muss eigentlich ein Sanktionslisten-Screening machen? Das ist die Frage in vielen Workshops mit Unternehmen. Die rechtlichen Grundlagen, die sind spärlich. Die Fallhöhe bei Verstößen, die ist wiederum hoch, weil da drohen strafrechtliche Konsequenzen. Ganz nach dem Motto, aus Fehlern anderer lernen, nennen wir die 5 häufigsten Ausreden von Unternehmen, kein Sanktionslisten-Screening durchzuführen. Das, was ich hier gebe, sind ausschließlich Tipps ohne rechtliche Verbindlichkeit. Wir betrachten nur das EU-Recht und außerdem werden einige visuelle Elemente mit KI erstellt. Platz 5. Wir prüfen nicht, weil der Zoll prüft doch bei der Ausfuhr. Da ist man erstmal baff, wenn man sowas hört. Das wäre etwa so, als würde man zur Polizei fahren und die Polizei bitten, einen Alkoholtest durchzuführen. Das ist ein bisschen spät, wenn man erst bei der Ausfuhr prüft, weil die Bereitstellungsverbote bereits greifen, wenn man den Vertrag schließt, also mit Abgabe eines verbindlichen Angebots. Ein bisschen gefährlich, weil der Zoll als Strafverfolgungsbehörde direkt die Ermittlungen einleiten könnte. Ich hoffe, dass das Unternehmen seine Prozesse dann ein bisschen angepasst hat. Platz 4. Wir prüfen nicht, weil unsere Kunden sind doch keine Terroristen. Ja, das mit den Terroristen hört man häufig und das ist dann der Herr Meier und der ist echt total nett. Also wie soll der ein Terrorist sein? Das, was man aber eigentlich wirklich prüfen muss, das sind eben die Vertragspartner und die Verträge im B2B-Bereich, die kommen zwischen 2 Unternehmen zustande. Deswegen überprüft werden die Unternehmen und nicht die Ansprechpartner. Wenn ich mich da als Unternehmen absichern möchte, dass ich eben nicht in diese Bereitstellungsverbote laufe und damit in Embargobrüche, dann empfiehlt sich für mich eben die Prüfung meiner Geschäftspartner. Platz 3. Wir prüfen nicht, weil wir verkaufen nur Gartenzwerge. Oder unsere Produkte sind völlig harmlos. Das ist wirklich das, was man immer wieder hört. Und das hat mit dem Thema Sanktionslisten-Screening überhaupt nichts zu tun. Wichtig ist an der Stelle, dass man tatsächlich trennt zwischen den Geschäftspartnern und den Produkten. Weil wenn man das Ganze vermischt und vermengt, tut man sich schwer, mit diesen 2 unterschiedlichen Anknüpfungspunkten zurechtzukommen. Das Thema Sanktionslisten-Screening betrifft das Sanktionsrecht. Da geht es darum, ob die Geschäftspartner sanktioniert sind. Die Gartenzwerge oder die Laser oder was auch immer, das ist das Exportkontrollrecht, das ist ein ganz anderes Rechtsgebiet. Von daher, wir liefern doch nur Gartenzwerge oder unsere Produkte kann man nicht in Panzer nutzen. Dieses Argument zählt nicht als Grund dafür, seine Geschäftspartner nicht zu prüfen. Das hat letztlich mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun. Platz 2. Wir prüfen nicht, weil wir liefern doch nur innerhalb Deutschlands. Auch in Deutschland gibt es gelistete Unternehmen. Und wer vorhin aufgepasst hat, der weiß, man muss strikt trennen zwischen der Exportkontrolle, da gibt es den Auslandsbezug, und dem Sanktionsrecht, da gibt es eben keinen Auslandsbezug. Also es spielt letztlich keine Rolle, ob der Geschäftspartner in Deutschland oder im Ausland sitzt. Also auch Unternehmen, die nur in Deutschland Geschäfte machen, sollten ihre Geschäftspartner einem Sanktionslisten-Screening unterziehen. Platz 1. Wir prüfen nicht, weil es steht nirgendwo, dass wir prüfen müssen. Das stimmt. Es steht nirgendwo, dass man Sanktionslisten-Screening machen muss. Allerdings gibt es in der EU Bereitstellungsverbote, die von den Unternehmen, die in der EU ansässig sind, eingehalten werden müssen. Und wie sie diese Bereitstellungsverbote einhalten, das obliegt jedem Unternehmen selbst. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich in vielen Unternehmen das Sanktionslisten-Screening als das probate Mittel durchgesetzt. Die entscheidende Frage ist jetzt, wen muss ich denn alles prüfen? Nur meine Kunden oder wen noch alles? Darum geht's im nächsten Video.